Willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit. Stell dir vor, du bist 13 Jahre alt. Du lebst in einem kleinen Dorf, vielleicht irgendwo im heutigen Deutschland. Vor dir liegt kein Schulabschluss, keine Ausbildung nach festen Regeln und auch keine jahrelange Zeit, in der du einfach herausfinden kannst, wer du einmal sein möchtest. Stattdessen wartet Arbeit auf dich. Aber warst du deshalb bereits erwachsen? Und wie sah diese seltsame Zwischenphase aus, die wir heute Jugend nennen? Reisen wir zurück ins Mittelalter und schauen wir uns an, wie junge Menschen damals tatsächlich aufwuchsen. Der erste Abschnitt des Lebens war im Mittelalter besonders gefährlich. Krankheiten, schlechte Ernten, Infektionen und Mangelernährung konnten Kinder das Leben kosten. Für viele Familien war deshalb selbst der 5. Geburtstag eines Kindes keineswegs selbstverständlich. Wer die ersten Jahre überlebte, hatte jedoch noch lange kein sorgenfreies Leben vor sich. Mit zunehmendem Alter wurden Kinder immer stärker in den Alltag der Familie einbezogen. Sie halfen bei der Arbeit, kümmerten sich um Tiere, holten Wasser oder unterstützten ihre Eltern im Haushalt. Doch die Vorstellung, dass ein Kind mit 7 Jahren plötzlich ein kleiner Erwachsener wurde, ist zu einfach. Mittelalterliche Menschen kannten durchaus verschiedene Lebensphasen. Kindheit und Jugend wurden unterschieden, auch wenn die Grenzen nicht so eindeutig waren wie unsere heutigen Altersgrenzen. Der Übergang erfolgte vielmehr Schritt für Schritt. Je älter ein Kind wurde, desto mehr wurde von ihm erwartet. Ein 13-jähriges Mädchen oder ein 14-jähriger Junge lebte also in einer Welt, in der Verantwortung immer wichtiger wurde. Auf dem Land bedeutete das vor allem eines: Mitarbeiten. Während der Ernte musste jede helfende Hand anpacken. Jugendliche konnten Tiere versorgen, Felder bearbeiten, Holz sammeln oder bei der Verarbeitung von Lebensmitteln helfen. Im Haushalt kamen weitere Aufgaben hinzu. Mädchen konnten lernen zu kochen, zu spinnen, zu nähen oder jüngere Geschwister zu betreuen. Jungen konnten stärker in landwirtschaftliche Arbeiten oder andere Tätigkeiten des Haushalts eingebunden werden. Aber auch hier gilt, das war keine feste Regel für alle. Das Leben eines Bauernkindes unterschied sich deutlich von dem eines Handwerkerkindes. Und ein adliger Jugendlicher wuchs in einer völlig anderen Welt auf. Ein Junge aus einer Handwerkerfamilie konnte beispielsweise eine Lehrzeit beginnen und Schritt für Schritt das Handwerk seines Meisters erlernen. In mittelalterlichen Städten gab es zudem Schulen. Bildung war zwar längst nicht für jeden selbstverständlich, aber die Behauptung, dass ausschließlich Adlige und Geistliche lernen konnten, ist falsch. Für viele Jugendliche fand Bildung allerdings nicht in einem Klassenzimmer statt. Sie lernten durch Beobachtung, Nachahmung und praktische Arbeit. Ein Kind, das seinem Vater beim Schmieden zusah, lernte vielleicht mehr über seinen zukünftigen Beruf als aus einem Buch. 3 Jugendliche, 3 völlig verschiedene Leben. Stell dir deshalb 3 Jugendliche vor. Der erste lebt auf einem Bauernhof. Sein Tag beginnt früh. Tiere müssen versorgt werden. Auf dem Feld gibt es Arbeit und im Haushalt wartet ebenfalls genug. Der zweite lebt in einer Stadt. Er könnte als Lehrling in einer Werkstatt arbeiten. Dort lernt er nicht nur einen Beruf, sondern auch Regeln, Fertigkeiten und Verantwortung. Und der dritte ist der Sohn einer adligen Familie. Seine Erziehung kann Reiten, Waffenführung, höfische Umgangsformen und die Vorbereitung auf seine spätere gesellschaftliche Rolle umfassen. Ein junger Adliger konnte schließlich als Knappe in die Ausbildung zum Ritter eintreten. Alle 3 sind ungefähr gleich alt, und trotzdem erleben sie eine völlig unterschiedliche Jugend. Genau deshalb lässt sich nicht von dem Jugendlichen im Mittelalter sprechen. Kaum eine Vorstellung über das Mittelalter hält sich so hartnäckig wie diese. 12 Jahre alt und schon verheiratet. Ganz falsch ist die Zahl nicht, aber die Schlussfolgerung daraus schon. Nach dem mittelalterlichen Kirchenrecht konnten Mädchen ab 12 und Jungen ab 14 Jahren grundsätzlich eine Ehe eingehen. Das bedeutete jedoch nicht, dass die meisten Jugendlichen in diesem Alter tatsächlich heirateten.
Das tatsächliche Heiratsalter hing stark von Region, sozialem Stand, wirtschaftlichen Verhältnissen und der jeweiligen Familie ab. Besonders im Adel konnten sehr junge Ehen aus politischen oder dynastischen Gründen eine Rolle spielen. Für viele andere Menschen sah das Leben anders aus. Eine Ehe bedeutete schließlich nicht nur eine persönliche Beziehung, sie musste wirtschaftlich funktionieren. Ein junger Mann brauchte häufig eine Möglichkeit, eine Familie zu ernähren. Eine junge Frau musste möglicherweise einen eigenen Haushalt mitführen. Deshalb konnte die tatsächliche Eheschließung deutlich später erfolgen. Das Mittelalter war also keineswegs eine Zeit, in der jeder Jugendliche automatisch mit 12 oder 14 Jahren verheiratet wurde. Heute verbinden wir Jugend fast automatisch mit Schule. Im Mittelalter war das anders. Für einen Bauernjungen konnte das wichtigste Wissen darin bestehen, zu wissen, wann gesät und geerntet wurde. Für ein Mädchen konnte es entscheidend sein, Lebensmittel zu verarbeiten, Kleidung herzustellen oder einen Haushalt zu organisieren. Für einen Handwerker bedeutete Bildung, Werkzeuge richtig einzusetzen, Materialien zu kennen und das Handwerk seines Meisters zu beherrschen. Und für manche Kinder konnte Lesen, Schreiben, Latein oder religiöse Bildung hinzukommen. Bildung war also nicht verschwunden, sie sah nur anders aus. Und sie war stark davon abhängig, wo man geboren wurde. Das vielleicht Interessanteste am mittelalterlichen Aufwachsen ist deshalb, dass es keinen einzigen Geburtstag gab, an dem plötzlich alles anders wurde. Man wurde erwachsen, indem man Verantwortung übernahm. Der eine begann eine Lehre, die andere führte zunehmend den Haushalt. Ein adliger Junge wurde zum Knappen, ein anderer Jugendlicher arbeitete bereits auf dem Feld wie ein Erwachsener. Und manche heirateten tatsächlich vergleichsweise früh. Der Übergang war fließend. Das bedeutet auch, dass die mittelalterliche Jugend nicht einfach nicht existierte. Junge Menschen hatten Freunde, spielten, feierten Feste und hatten ihre eigenen Erfahrungen. Doch ihre Möglichkeiten waren stärker von Familie, Herkunft und gesellschaftlicher Stellung abhängig als heute. Und vor allem mussten sie früher Verantwortung übernehmen. Wenn wir heute an Jugend denken, denken wir an eine lange Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenleben. Das Mittelalter kannte ebenfalls Übergänge, aber sie waren weniger einheitlich und viel stärker vom tatsächlichen Leben abhängig. Für manche begann die Vorbereitung auf den Beruf schon sehr früh. Andere verbrachten Jahre in Ausbildung. Manche heirateten jung, andere erst deutlich später. Ein mittelalterlicher Jugendlicher war deshalb weder einfach ein kleiner Erwachsener noch ein Mensch ohne Kindheit. Er war ein junger Mensch, dessen Weg bereits stark von seiner Herkunft geprägt wurde. Vielleicht liegt genau darin der größte Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Wir fragen Jugendliche heute oft, was sie später einmal werden möchten. Im Mittelalter war diese Frage häufig schon weitgehend durch die Familie, den sozialen Stand und die wirtschaftlichen Möglichkeiten vorgegeben. Und trotzdem hatten diese jungen Menschen eigene Hoffnungen, Ängste, Freundschaften und Träume. Ihre Jugend war nicht verschwunden, sie sah nur anders aus. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Sichere dir deinen Platz für die nächste Zeitreise und abonniere jetzt den Kanal. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar. Welche Epoche oder welches Thema sollen wir als nächstes erkunden?